Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Kingdom Come Deliverance. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Abenteuer hier. Die Sonne scheint bright, hell und schön. Und da steht auch schon das Essen auf dem Herd. Mit dem Levelchen. Lass uns da mal reinleveln. Schmatz, schmatz, knuff, knuff. Da ist der liebe Peschek, der Onkel von der Theresa. Wunderschön hier. Das sind unsere neuen Gefäßen hier. Unsere neue Heimat. Denn wie ihr wisst, wenn ihr die letzte Folge angesehen habt, dass ja die Theresa uns gerettet hat aus Skalitz, als die Banditen und der Anführer der Banditen uns da überfallen haben und fertig machen wollten. Dann hat Theresa sie abgelenkt und auch in diesem Moment kam die Reiterei aus Tarnberg zusammen mit dem Sir Robert. Und da waren wir natürlich schwer verwundet und sind dann hier aufgewacht. Dank der Theresa haben wir dann noch alle Haare auf dem Kopf und alle Zehen am Fuß. Klasse. Hier richtig hübsch ein Nachthemdchen. Wollen wir erstmal mit dem Peschek reden. Der wird uns dann sagen, wo unsere Sachen sind. Beziehungsweise die Theresa. Unser Schwert. A word with you, young fellow. Unsere Klamotten. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Theresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Der schöne Except for Butler, not der. get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Ratzig, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet, along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God?
That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honour higher than coin. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Farewell. So ein scheurer Butzler. Das hatte ich ja nicht von dem erwartet. Na gut, ich hätte es von dem erwartet. Das ist halt so im Spiel. Wenn ihr da zu den Müllern geht, da gibt es also mehrere, nicht nur den Peschek. Da könnt ihr dann eben Aufträge an Land ziehen, bei welchem ihr so ein bisschen was Schmutziges macht. Nämlich stehlen. Aber man muss das ja nicht machen, man kann sich auch für seine Ehre entscheiden. Und da ist die gute Theresa. Have you eaten yet? Oh, nee. Ach doch, ich hatte schon mal einen Topf gelangt. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Schön hier. Gut, unsere Sachen haben wir immer noch nicht wieder. Berauschend schönes Ambiente. So, der Trunk. Hier wahrscheinlich. Ja, das sind ganz klar meine Sachen. Ganz klar auch meine Sachen. Also es war eine seltene Kunst, lesen zu können im Mittelalter. Dieses Privileg wurde einigen vorenthalten. Also eigentlich waren es mehr die Noblen und die Edleren, so aus einem höheren Stand sozusagen, die lesen und schreiben gelernt haben und es konnten. Und jetzt haben wir etwas Neues dazu gelernt, dass wir eben jetzt hier Bücher lesen können und in Bibliotheken stöbern können. Die werden nicht immer wie piekfeine Bibliotheken aussehen. Auf jeden Fall wird schon mal das Lesen freigeschalten. Das ist unsere heile Maid. So what are we to do with you, Henry? I'd like to know... How are the Skalitz folk getting on? They're alive. That's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Rattay's citizens aren't happy the town is full of beggars who don't look like leaving anytime soon. So, how do you like it in Rattay? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us in our hour of need, but for how much longer? They'll grow tired of us soon enough. That's all. What are you up to? Lasst How uns would you mal like die to, Beine schwingen. I don't know. Come for a Leg walk? day. A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about Skalitz. I don't remember much. All right. What do you want to know? How did you get me away from Skalitz? It wasn't easy.
Sir Raeubern and his men helped load you on a wagon, and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here. God bless them. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Ratzig. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. How did you get away from those humans? You're wrong. If it hadn't been for you... When they came to the mill, they slaughtered everyone. And kept me for last. After you distracted them, I fled to the mines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. The scales are balanced. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Rattay, and some of the Rattay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka, did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Sasau, and Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble they'll be in is of their own making. I won't trouble you anymore. Let's leave it be. Spannend, interessant, die Hohle Maid. Schon eine Süße. So, jetzt sind wir hier. Ja. Was haben wir hier? Das machen wir das hier, meine lieben Freunde. Also es ist nützlich, zwischendurch immer mal was einzusammeln. Hier Dandelions, Poppy, Pflanzen hier und da, Blumen hier und da. Denn die könnt ihr dann auf dem Markt oder in den Dörfern bei Händlern verkaufen. Super gut. Was ist das für ein spannender Ort? Bäder. Also ein Badehaus war ja damals im Mittelalter eigentlich etwas sehr, also mehr oder weniger Obszönes. Da konnte man dann die Dienste einer holden Magd in Anspruch nehmen, die einen dann verwöhnt hat, körperlich und herzlich, hoffentlich. What kind of governor is Sir Hanusch? He's strict, but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that Sir Ratzig, so you don't see no one attacking us. What's life like in Rattay? Life is good here. By God's mercy, the war's passed us by so far. There's nothing but them refugees to disturb the peace. How do the Rattay folk get on with the refugees? Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems.
die scheint ja wohl ein bisschen engstirnig zu sein. Die Leute, die aus Garlitz geflohen sind, hatten es wirklich schwer. Und die spricht so schlecht über sie. Das ist wirklich nicht fair von ihr. So, dann machen wir jetzt mal hier hoch. Den Quest entgegen. In Regen. Die guten Freunde. Sehen wir schon eine Turmspitze, eine Ferne. Das heißt, dass wir gerade erschöpft sind. Der gelbe Balken da unten, wenn der eben sich aufbraucht, ist man erschöpft, muss man sollte man Pause machen, um eben die Kraft wieder aufzufüllen. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Ratzigs of Deliverance. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Ratzig what happened to the sword he commissioned. All right, then, go ahead. It'll be your skin if Sir Ratzig isn't pleased. Das muss man ihnen ja lassen. Das sind schon gute Wachen. Waffenhändler. Also, wir sollten jetzt den Grundrand finden, oder jetzt nicht, oder bald, denn der hat unser Vater Schwert gestohlen. Mhm. Interessant. Ja gut, da können wir entweder den Ring stehlen von jemandem, der schon unter der Erde liegt, oder aber, ich meine, das sind 50 Groschen, die wir ihm da zurückgeben könnten. Das können wir vielleicht auch auf andere Art und Weise machen, ohne so schäbiges Tun anzuschten. So. Als wir schon von Büchern gesprochen haben und lesen. Das dürfte Herr Hanusch sein. Mr. Bailiff. My respects to you. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. What's life like in Rattay? This is a manorial town, and our lord hasn't got himself tangled up in affairs of state, so it's peaceful here. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Unseren. He can teach you. Farewell.
Mächtiger als das Schwert, das lesen können. Hochgehen wollen wir jetzt mal nicht, denn das sind private Leute. Die Tür machen wir von außen zu. Es regnet ja gerade so schon. Und noch ein bisschen was ab hier. Zur Burg hoch. Denn da wird unser Freund der Herr Hanusch sein. Dem müssten wir eigentlich beichten, dass wir das Vaters Schwert verleckt haben, beziehungsweise dass es geraubt wurde von Räubern. Ich denke aber schon, dass wir das zurückbekommen, das gute Schwert. Oben ist die Kirche, sieht man schon. Kirchturmspitze. Verschnaufpause. How? What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Scalets? Oh, you wouldn't believe it. A frightful storm broke that night, and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Ratzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. Nett, nett. Haben sie Dufte hinbekommen. Sind sie den Bösewichtern unter der Nase entschlüpft. Da geht es wohl raus aufs Land. So, können wir hier lang. Dem Herrn Hanusch. Das sieht mir schon sehr nach dem Burghof aus, ja. Da steht ein Pferd. Noch eins, das könnte dem Herrn Hanusch gehörig sein. Beziehungsweise dieses hier. Ist jetzt auch kein Name dran oder zu wem es gehört. Ja, der Herr Hanusch, wo kann er sich rumtreiben? Wenn man da jetzt die Tür aufmacht, wird die Wache aufmerksam. Aber nicht. Aber der Herrn. Den sollten wir schon finden. Das gute alte Plumpsklo haben wir da gerade gesehen. Oh, ein Schloss dazu. Übersicht verschaffen. Bier. Dann gehen wir mal nach Pirkstein, würde ich vorschlagen. Oder machen wir das mit dem Ring? Nein, das mit dem Ring wartet. Lass uns mal da vorsichtig reinschnuppern. Ne.
gleich zum Herrn Ratzig. Das ist auch ein weiter Weg. Was ist das da oben? Das ist ein gutes Stück. Ach, das ist Greib, genau. Der Gelehrte von Uschitz, der kann uns das Lesen beibringen. Ja gut, auf hier mit Geschnuffi. Werden wir jetzt mal nicht hier hin. Zum Herrn Ratzig. Schön, hier guckt mal eine Kirche. Also wunderschöne Umgebung. Das Nest heißt das hier. Jetzt sollte man ein bisschen Verpflegung auch reinholen. Ein paar Pflanzen haben wir ja, die wir verkaufen könnten. My respects to you. Und an dich auch. Farewell. Nee, der kauft keine Kräuter bzw. Pflanzen. Macht er nicht. Ist der Weg auch noch so weit? Versuch's mal wohl mit Heiterkeit. Ein Pferd können wir bauen. Ein Pferd. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Ratzigs. Is he here? He's in the palace with Sir Hanusch of Rattay. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Ratzigs. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm gonna find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. So, Grüezi. In der großen Halle sind die und speisen. Die wird... Wo könnte die sein? Guck mal, schöne Aussicht. Naja, gut. In der großen Halle sieht das ja hier nicht aus. Die... Schlafgemächer. Aber wir sind richtig hier. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanusch, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Piltstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanusch. I don't like to speak ill of your people, Sir Ratzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him?
I know Wenceslas is a friend of yours, Ratzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Raeubern and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Ratzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. Ja, ehrlich ist Without Sir Raeubern, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good Der woman. wird Hang noch on die to that Wichtige one, lad. abbekommen. Still, Gutes it's a Herz. great shame your parents are buried in Und er hat unconsecrated schiebe ground. Augen. That means purgatory for them. Be quiet, Macht friar. nichts. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. One skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Raeubern in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig.
He isn't a peasant, Father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, yes, Also Heinrich möchte in die Dienste des Herrn Ratzig treten. Und Herr Ratzig macht das auch. Er macht das eher für seinen Vater, für Heinrichs Vater, weil er kannte ihn sehr gut, die waren gut befreundet. Now that I think about it, Sir Hanusch, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. Ja, und Heinrich möchte eben das Schwert zurückbekommen, welches sein Vater geschmiedet hat für Herrn Ratzig. Ich entschuldige mich, das ist hier Herr Ratzig, den ihr gerade seht, links im Bild. Und der den Arm gerade hebt, ist Herr Hanusch. Das war ihn verwechselt. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Und Heinrich kriegt eben jetzt das richtige Training. Wahrscheinlich auch ein Pferd und Ausrüstung durch Waffen. Damit er eben nach den Dieben gehen kann und das Schwert zurückholen kann und seine Eltern rächen kann. Mal sauber machen hier, waschen. Sauber sind wir schon. Wir, meine guten Freunde, treffen jetzt unseren Freund Kocht, der uns die Schwertkunst beibringen wird. Herr Kocht ist eben unter dem Banners Herrn, oh guck mal, ein süßer Hund, Herrn Hanuschs. Hat eben jetzt vom Herrn Hanusch den Auftrag bekommen, uns die Schwertkunst beizubringen. Und uns nicht zu schonen. Aber das Schwertfechten will gelernt sein, gerade im Mittelalter. Und heutzutage ist das ja nicht so Ding, es sei denn, ich habe vor, ein Superheld zu werden, der ein Schwert führt. Aber wie schon erwähnt zuvor, mächtiger als das Schwert ist das Herz, der Geist, das Lesen, Schreiben. So. Der wird hier oben links sein. Da der Rauch. Ja, er hat Hunger. Das sieht gut aus. Von den Machern. Kriegspferd war es. Ein Spielmachern. Dieses Gamson. Also ein Gamson ist ein Wappenhemd. Relativ geschützt. Ähnlich wie eine kaiserlichen Weste, aber nicht ganz so stark. Also es kann dich schützen vor diversen Waffen, wenn sie nicht zu scharf sind und nicht zu wuchtig kommen. Ja, dann ziehen wir uns Schuhe an. Das ist immer gut, gerade im Regen. Ach, das ist hier eine Farm. Das ist hier eine Farm. Und hier ist der Trainingsgrund. Niemand da.
Ach, der heißt nicht Kobart, sondern Bernhard, Captain Bernhard, der unter dem Herrn Hanusch steht. So, wir sind hier. Wo ist Captain Bernhard? Eieiei. Lasst uns ein bisschen warten. Eine Stunde. Menschliche Berechnung. Da seht ihr wieder die Leiste da. Nourishment, Energie, Gesundheit. Wenn ihr daheim schläft, sich ausruht, gehen die Werte wieder hoch. Ist ja klar. Es ist abends. Kein Bernhard zu sehen. Kein Bernhard zu sehen. Und jetzt mal reingehen. Noch ein bisschen länger warten. Wahrscheinlich nicht, es ist schon abends. Wir machen das jetzt mal hier. Wir ziehen das jetzt einmal durch hier mit dem Warten. Ich möchte nämlich fechten lernen. Schwertkunst. Und kein Bernhard hier. Naja, dann müssen wir dann das wohl doch hier machen. Oder aber geht das jetzt? Wir haben da eine Fackel. Da. Nein. Warte mal. Ist das auch richtig hier? Eigentlich schon. Da sind wir. Aber kein Bernhard zu sehen. Der wird erst am nächsten Tag da sein. So sieht das aus. So sieht das aus. Oh, ist das düster. Jetzt irgendwo hinpacken, das Stroh. Bis zum Morgen. Bis zum Morgengrauen. Schnummern. Jetzt hat man was richtig derbes, heftiges Essen. Nicht nur schon eine lepprige, gute Suppe, sondern auch was ordentliches Essen, damit das Nourishment hochgeht. Ihr seht schon, das Nourishment nimmt gerade ab. Aber wenn wir jetzt hier schlafen, beziehungsweise warten in dem Fall hier, da wir... Das ist wie im richtigen Leben.
Man schläft, fischt man Hunger, verdaut der Magen das Essen und wieder Platz für was Heftiges. So, jetzt gehen wir mal. Hoch. Da wird der Captain, Vorsicht, nicht in die Scheiße drehen, rüberhopsen. Der Captain, der naht hoffentlich hier am Start sein. Da ist er. Der guckt aber grimmig. Der hat den Frosch verschluckt. So. I'm here for training. Yes, hear that boy Sir Ratzigs said. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Ratzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. My father was a blacksmith, so I've learned a thing or two. Fine, we'll try something more advanced then. Good luck to you. Da hat ja fast seinen Kopf runtergewackelt. So. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Habt ihr gesehen, oben war die Schutzhaltung, also unten hinschlagen oder rechts und links. Da, wo er sich nicht schützt. Getroffen. Jetzt rechts, da wo der rote Pfeil ist, den stellen. Da ist Feuerpfeil. Da kann man hinschlagen, da ist offen. Jetzt links in dem Fall. Aufgelevelt. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Move! Quickly! What are you waiting for? Mein Schwert. Well done. Nice. Ah, very good. Das seht ihr schon. Jetzt hier links. Der rote Pfeil ist links. Good. Das ist links. Nice. Dann der Aufstellung. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick Also is nicht to stay nachmachen in in der your Schule. stand. As Tag der soon as I Teacher. start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Tag der Bulli. Not the teacher. No, Gut, abgewehrt. not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Wrong, damn it! Geduld. Jetzt haben wir's. Very good. No!
soon again. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. All right. All right. Not bad. Nicht schlecht. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Well done. All right. Ist ja super langsam gerade. Oh, der war nicht langsam. Der war nicht langsam. All right. Ow. No, that's not it. Well done. Very good. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Au. Ach, nur eine Abwehr, nicht angreifen. Wait a while, Henry. Der Hans. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Ratzigs' esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Ratzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith boy. Try not to hurt yourself. Oh, God. Eat. Food. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. I don't have all day, boy. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. And the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Oh. No! Again! Wrong! Wrong, damn it! Ow! No, that's not it! No, not like that! Wrong, damn it! Wrong, damn it! Ah, that's it! Wrong, damn it! Good. Wrong, damn it! Well done. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Not bad. Ah, that's it.
Well done. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Not bad. Well done. Wrong, damn it! Nice. No! 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 Again! Gar nicht so einfach. Macht Spaß. Wrong, damn it! No! Again! Das ist, wenn ihr mit einem Pixel trainiert. Wrong! Again! Da hat immer den gleichen Spruch auf Lager. Very good! No! Not like that! Wrong! Again! No! Wrong! Oh, really? Very good! Ich habe gar nicht oben rechts geguckt bei den. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Ja, Bruce Lee hat nämlich mal gesagt, ich zitiere ihn jetzt, ich bin ein großer Bruce Lee-Fan. Ich habe keine Angst vor demjenigen, der 1000 Tritte beherrscht, aber ich fürchte mich vor demjenigen, der seinen Tritt 1000 Mal geübt hat. So ähnlich wie Mr. Miyagos hier aus Karate Danielson. Sei nicht die Traube, die in der Mitte geht, denn sie wird zerquetscht. Treffe deine Entscheidung gut und steh zu ihr. Nicht so Larifari, sondern ein bisschen was mit Mark. Willenskraft, Entscheidungskraft. Und sich selbst treu sein. Das ist das mit der Traube gemeint. Ja, zu essen haben wir doch gerade gar nichts da. Ich gehe schon mal voraus, bevor ich hier noch umkipp. Ihr könnt nämlich hier, wenn ihr lustig drauf seid, die Hühner boxen. Ne? Schuhmacher. Good day to you. What do you need? Farewell. Don't you start. Soll ich mal kurz zeigen? Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Guck ich gerade aus Essen. Oh, god damn it, my stomach hurts. Ja, wir müssen jetzt erst noch essen. Dann gehen wir zum Bogenschießen.
Vielleicht kann man ja sogar das Hühnchen irgendwie machen. Feuerchen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, das kann man nicht einfach so schnackseln aufessen. Da müssen wir hier kufen. Erstmal das Hühnchen verkaufen. Brot, ja, da haben wir es. Und gleich essen. Gleich erstmal hier das Brötchen reinziehen. Super, das hat geschmeckt. Und jetzt das Hühnchen. Das ging doch aber vorher. An die verhökern. Ja. Mhm. I'd like to discuss the So, price. junge Dame. Sure. Komm entgegen. Why not? Dann siehst du auch meinen Degen. Spaß. No deal then. Wie? Let's talk about the price. Aye. That's a sum I can live with. I have to eat something. My insides are shriveled up with the hunger. Nitty. God be with you. Good luck to you. So. Kauft er unsere Kräuter. Jo. I'd like to discuss the price. Why not? Is this enough? That's still too much. I knew we'd come to an arrangement. Oh, damn it, I'm hungry. Farewell. So, gute Freunde, lass uns mal hier einen Apfel greifen und ein tolles Brötchen nochmal.
Nee, lieber nur ein paar Äpfel hier. Die sind gut. 3 gute Äpfel. Wieder handeln. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen. I'd like to discuss the price. Aye. Ja, ei. Hier, sei mal vernünftig drauf hier. Agree? You're a right pinch purse. I'll go for that. Das ist gar nicht einfach hier. How can I be of service? Das ist gar nicht einfach hier mit dem Handeln. Jetzt haben wir mal die Äpfel uns reingezogen. Jetzt zum Bernhard. Zum Schießstand. Dort dürfte der Bernhard sein. Der Schießstand, der ist hier. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there. We can start. Auf zum Bogenschießen, liebe Leute. Put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bow. Also ganz wichtig, den Armschutz anziehen. Dann beim Spannen und Loslassen der Sehne könnte man sich verletzen, wenn man die nicht trägt. Oh, Captain, mein Captain. Also, mein Captain ist er noch nicht, es sei denn, er wird ein bisschen netter. Jetzt erklärt er, dass wenn 2 Banditen zum Beispiel auf sich zukommen, dass du einen mit dem Bogen regeln kannst, den ins Auge schießt, Bogen fallen lässt, ins Schwert ziehst, den anderen mit Schwert bearbeitest. Jetzt erklärt er noch, dass Emperor Charles ein Liebhaber des Bogenschießen war und der Leute auch. Also hat er Bogenschießwettkämpfe organisiert. Was sehr unterstützt, dass Leute das Bogenschießen lernen, denn mit einem Bogen kann man, selbst wenn man keine Ahnung vom Kämpfen hat, jemanden bezwingen. Und oben rechts seht ihr nochmal, da wo Archery steht, in diesem weißen Fenster, wie das Bogenschießen eigentlich funktioniert. Dann haben wir mastered the bow of it. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Oh. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Ich will lieber den schicken Anzug. Nicht der Bogen ist besser als ein schicken Anzug. Jetzt geht's los, Leute. Hier. Wettkampf mit dem Handskapon. Spannend, spannend. Das ist aber auch schwer, Leute. Echt. Man hat hier kein Fadenkreuz.
Nicht dergleichen. Und dann ist auch noch die Ausdauer so schnell weg. Wenn man jetzt von hier unten schießt. Das geht gar nicht. Der war ein Mischkäfer. Also, mein Tipp, Ruhe bewahren, auch beim Bogenschießen. Ganz besonders beim Bogenschießen. Das wird hilfreich sein, wenn ihr mal Klapp halten würdet hier. Da war jetzt die Ausdauer weg, da ist der Pfeil von sich aus losgegangen. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanusch has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Schwertkampf mit Hans. Der gute Hans. Legt doch gleich los hier. Wie deckt man sich nochmal? So, ich bin nicht sicher. Der ist schnell, der Kerl. Ich hab doch gedeckt. Give up. Dang! Das ist schwer. Take that. You'll pay for that. Na, neues Level gerade. You call that combat? You'll get what for? I'll have you. I'll have you. Bring it on. Da ist er blutrünstig. Das ist eine Trainingseinheit. Kann sich jeder metzeln. Also Leute, was ist los? Da wird doch wohl nicht etwa. Was ist los? You asked for it. Ha!
Also, die Rede war hier vom Trainieren miteinander, wa? Kleinen Moment. Das ist ja ein blutrünstiger, du. Der hat doch gerade gesagt, dass er nur trainieren möchte. Es blutet unser Kerl schon. Second defeat, blacksmith. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. You owe me now. I hope you keep your word and bring me coin when you have it. Was für ein Draufgänger hier. Naja gut. Geschlagen haben wir uns ja nicht, aber fast. Mit dem will ich jetzt eigentlich auch nicht reden, aber machen wir mal. Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, you might not take it so well. Now go to the Rathaus. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Spannende Folge hier. Von Schwertkämpfen bis zum Bogentraining hier. Vieles drin. Also echt ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Lass uns mal hier in den Topf ordentlich reinlangen. So, ganz lecker hier. Ne? Da ist ein bisschen Schatten. Die Sonne scheint. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Reinschauen und dass ihr wieder dabei gewesen seid bei einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Und hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.